Sup Metalheads! Nachdem wir in der letzten Folge unsere musikalische Weltreise beendet haben, werden wir uns jetzt etwas mehr den Metal-Genres zuwenden. Genau, und heute geht es um Gothic Metal. Ihr wisst ja, ein bisschen langsamer, ein bisschen getriebener und meistens mit Female Front so. Und da werden wir uns ein paar Bands anschauen, die Creative Commons lizenziert sind und die euch natürlich ganz frei im Internet runterladen können. Und lasst uns in die erste Bandvorstellung einsteigen. So, auf zu unserer ersten Bandvorstellung für die heutige Episode. Vic, Max und St. Georg, der alte Drachentöter. Es geht Moment, das geht so nicht. Die Stimmung ist noch nicht ganz richtig. Da brauchen wir noch ein paar Filter. Noch ein paar mehr Filter? Ich würde sagen, jetzt kannst du loslegen. Es geht um That Was Yesterday. That Was Yesterday kommen aus Italien und sind das Nachfolgeprojekt zu einem Soloprojekt, das Silvergate hieß. Die haben nun eine weibliche Sängerin und haben 2011 ihr erstes Album rausgebracht. Dieses Album heißt Memories of Tomorrow. Das könnt ihr auch bei ihnen kaufen, aber natürlich auch frei runterladen. Aber wenn euch die Band gefällt und ihr die Musiker unterstützen wollt, dann kauft euch doch das Album. Genau, sie selber bezeichnen ihre Musik als im Stile von Type O Negative und die haben es auch schon mal auf die Metal Female Voice 2.0 Edition Compilation geschafft. Genau. Die können wir auch nochmal verlinken. Das ist eine ganz nette Platte. Und hier geht's zum Video.
Das war die Band That Was Yesterday mit ihrem Song Father. Das Video dazu haben wir aus Creative Commons Stockmaterial zusammengeschnitten, das wir im Internet gefunden haben. Und jetzt sitzen wir auf unserer Couch und worüber reden wir diesmal, Vic? Heute reden wir über andere Dinge, die man mit Creative Commons lizenziert aus dem Internet genießen kann. Und zwar, heute geht es um ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel? Was hat ein Rollenspiel mit Metal zu tun? Die Bösewichte heißen Titans und sind aus Metall. Ich bin begeistert. Erzähl mir mehr über das Rollenspiel. Wie heißt es? Das heißt Eclipse Phase und es spielt in einer Science-Fiction-Welt. In einer ganz interessanten Science-Fiction-Welt. Und ich denke, das macht das Spiel auch so einzigartig. Es trennt in dieser Welt Körper und Geist. Denn die Menschheit ist so weit entwickelt, dass man sich des Körpers entledigen kann und den Geist in einen neuen Körper reinkarnieren kann. Oder Resleeve, wie es dort genannt wird. Das ist ganz interessant, denn man hat jetzt rollenspieltechnisch gesehen Werte für seinen Geist und Werte für seinen Körper. Und der Körper kann sich natürlich ändern. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Dann gibt es eine ganz coole und ziemlich viel Hintergrund in diesem Rollenspiel. Es gibt eben die Titans oder Titan, das Tactical Intelligence Awareness Network. Das ist von Menschen entwickelt worden. Ihr kennt so ein bisschen die Terminator-Geschichte. Die Menschen haben die Maschinen entwickelt. Die Maschinen haben irgendwann festgestellt, ja, das mit den Menschen, das brauchen wir eigentlich nicht. Und haben halt angefangen, die Menschen auszurotten, wie wir das so kennen. Und mit dem Unterschied, dass sie kurz bevor sie damit fertig waren, aufgehört haben und verschwunden sind. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind. Weil sie entdeckt haben, dass die gleichen Seelen haben wie die Menschen? Ja, vielleicht. Also es gibt noch ein paar mehr Parallelen zu bekannten Science-Fiction-Welten. Zum Beispiel reist man durch das Universum natürlich erstmal konventionell von Planet zu Planet, aber wenn man natürlich große Entfernungen zurücklegen möchte, benutzt man einfach Mars Relays, Pandora Gates, durch die man in andere Teile der Galaxis reisen kann. Dazu hat das Spiel noch sehr viele politische Aspekte. Zum Beispiel gibt es Gruppen, die radikal verfechten, dass man die Biotechnik nicht einsetzen sollte, um seinen Körper zu manipulieren. Andere Gruppen, die gerade das wollen. Dazwischen andere Fraktionen, die andere Ziele haben und denen es sehr viel Reibung gibt und sehr viel Grund für Konflikte und Verträge und eigentlich sehr, sehr interessant. Vor allem, weil man jeden Charakter spielen kann, den man spielen möchte, dadurch, dass man jeden Körper haben kann, den man sich vorstellen kann. Das halte ich für ein sehr, sehr interessantes Werkzeug für Spielleiter. Für Spieler macht es das sehr, sehr abwechslungsreich. Vom System her funktioniert das eben mit 2 Zehnerwürfeln in einem Prozentsystem, bei dem man unter seinen Wert würfeln muss oder soll, um erfolgreich zu sein. Das sind Dinge, die man ja aus dem gängigen Rollenspielsystem kennt und es hört sich so auch ganz einfach an. Ja, schaut es euch mal an. Die Autoren des Spiels haben natürlich auch die Lizenz gewählt mit einem gewissen Hintergedanken. Kannst du dazu was sagen? Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, was ich mir da auf deren Internetseite durchgelesen habe, geht es denen darum, dass sie die Spieler zur Mitgestaltung anregen wollen, dass jeder so seine eigenen Fanfiction schreiben kann oder auch die Regeln anpassen kann, seine eigenen Hausregeln machen kann und die dann auch veröffentlichen kann im Internet, sodass jeder das System individuell anpassen kann oder auch eigene Figuren oder das meshen kann mit seiner eigenen Welt und dass man da so Crossovers bauen kann, dass jeder das individuell für sich einschätzen kann. Ja, und man kann das auch mit Systemen mischen, die man zu Hause hat, die man gerne spielt. Da ist so ein bisschen das Ziel dahinter, sehr, sehr interessante, auch gemischte Welten damit zu bespielen. Das veröffentlicht ist das System unter Creative Commons Non-Commercial Share-Alike Lizenz. Natürlich kann man auch Hardcover kaufen, die müsst ihr dann auch bezahlen, weil das Papier, der tote Baum ist halt was wert. Und vor allem das Artwork, das mitgeliefert wird, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das könnt ihr euch mal angucken, ist sehr futuristisch, klar, weil es ein Science-Fiction-Rollenspiel ist und natürlich auch sehr dunkel und geht so ein bisschen in diese Splatterpunk-Richtung, die mir auch sehr gut gefällt. Ja, schaut es euch doch mal an. Wir schreiben die Links dazu in die Videobeschreibung und blenden hier unten noch ein bisschen was ein. Genau, und dann weiter mit der nächsten Band.
So, Metalheads, damit kommen wir zu unserem nächsten Review. Diesmal sind es Serenades aus Italien. Bereits 1995 gegründet, haben schon 4 Alben rausgebracht, eins davon sogar remastered, und wo es Italiener sind, das scheint ein bekanntes Genre zu sein. Ja, das sieht so aus. Also man findet sehr viele Bands, die zum Beispiel Gothic Metal oder Power Metal machen, die gerade aus Italien kommen. Ja. Und bei Serenades ist es so, das sind nur 2. Und beide beherrschen ziemlich viele Instrumente, machen auch Programming und Loops und alles selber. Und die finden, ihre Einflüsse sind so Paradise Lost, Tiamat und Depeche Mode. Passt vielleicht nicht ganz so richtig zusammen, aber es ist eine sehr interessante Mischung. Lasst uns das mal angucken.
So, und das war... Warte. Das ist doch die Gothic-Folge, oder? Ja. Wo sind eigentlich unsere schönen Filter hin, die wir am Anfang hatten? Ja, stimmt. Die könnten wir... Können wir die Filter wieder haben, bitte? Einmal Filter, bitte. Ja. Wie ist das mit dem Regen abnehmen? Ja gut, hier in unserem Metal-Keller ist das mit dem Regen vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ja, mach das wieder weg. So, dann mache ich jetzt mal die Ansage. Ja, mal weiter. Das war die Band Serenade mit ihrem Song Take Me Over. Das Video dazu haben wir wieder mal geschnitten mit Material aus einem Kurzfilm namens Extinction. Du hast ihn gesehen. Kannst du den empfehlen? Ja, man sieht Brust nicht. Außerdem geht es um die Umwelt. Guckt euch einfach mal an. So, worüber wollten wir jetzt reden? Ja, wir waren ja schon dabei, ein paar Dinge zu besprechen, die man so unter Creative Commons Lizenz im Internet genießen kann. Und wir haben angefangen mit dem Rollenspiel Eclipse Phase. Und wenn wir schon in dem Rollenspielbereich sind, möchten wir euch mal einen YouTube-Channel empfehlen. Und zwar heißt der YouTube-User DiscoSnick. Wir blenden die Adresse unten nochmal ein. Der macht Videos von großen Live-Rollenspielen, auch mit Creative Commons Musik. Nicht nur, aber viele der Videos sind mit Creative Commons Musik unterlegt und die gehen so richtig ab, finde ich. Also da kann man schön mal sehen, wie Leute Creative Commons Musik einsetzen, um da noch was anderes draus zu machen, oder? Ja, genau, um eben den Song mit dem Videomaterial quasi zu remixen, das dann eine richtig epische Mischung ergibt. Schaut euch doch einfach mal an, wir haben ein paar Dinge zusammengemixt, könnt ihr gleich mal so audiovisuell genießen. Ansonsten den Channel-Link packen wir in die Beschreibung und dann könnt ihr alle Videos da mal in voller Länge angucken. So, und das war ein kurzer Zusammenschnitt der Highlights und weiter geht's mit der nächsten Band. So, Metalheads, damit kommen wir zum letzten Review für diese Folge. Die Band nennt sich Light Among Shadows. Sie kommen aus Spanien, ist eine 5-köpfige Gruppe, 2010 gegründet, haben eine deutsche Sängerin und wie ich auf deren Seite gelesen habe, sind die alle Gamer. Ja, die könnt ihr vielleicht mal bei Warhammer Online treffen. Ja, ich finde zur Musik, also als ich es zum ersten Mal angehört habe, dachte ich, hey, das ist wie The Gathering in den guten alten Zeiten, als da Anneke noch sang. Und ich finde, deshalb sind sie auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und deren Song ist auf keinen Fall eine gute Nachtgeschichte, denn das Video heißt A Tale Not to Fall Asleep. Das schauen wir uns das mal an. Un cuento para no dormir. Esto es A Tale Not to Fall Asleep.
das war's wieder für diese Folge Full Metal Retards. Wir hoffen, die Bands, die wir euch vorgestellt haben, haben euch gefallen. Und in den nächsten Folgen werden wir uns weiter mit den verschiedenen Metal-Genres auseinandersetzen, damit ihr seht, wie viel Vielfalt in Creative Commons Metal denn steckt. Genau, und ihr kennt das ja schon. Wenn euch unsere Show gefallen hat oder nicht gefallen hat, hinterlasst uns Kommentare in unserem Blog oder auf YouTube, schreibt uns eine E-Mail, schickt uns was auf Twitter. Und wenn ihr Bands kennt, die wir mal vorstellen sollen, auch das einfach da eine Nachricht hinterlassen, kriegen wir hin. Genau, und wenn ihr selber eine Band seid, die sich traut, mit uns mal vor die Kamera zu gehen, dann sagt uns auch Bescheid. Ihr könnt auch selber eine Review machen. Macht ein Video, schickt uns das, macht eine Videoantwort und wir bauen das ein. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Rock on! Und wenn ihr die E-Mail-Adresse von Adam Turtle habt, lasst sie uns vertrauensvoll zukommen. Also ich finde, wir waren mindestens so gut wie Kafka. Ja.